doch ein Methylether, Ja. C2H5O, C2H5. Ja. Das Molekül ist wesentlich schwerer als das Wassermolekül. Und trotzdem, der Siedepunkt ist ganz klein. Mhm. Mhm. Man sollte doch annehmen, dass der Siedepunkt von der Molekularmasse abhängt. Tut er ja auch weitgehend. Ja, eben. Ja. Aber Ja. gucken Sie mal die Siedepunkte an. Fällt Ihnen da nichts auf? Mhm. Es ist eben nicht einfach Wasser gleich H2O. Ja, nun, also es sind Das ist auch verschiedene das Wassermolekül. Das Derivate. Sauerstoffatom, die Mhm. beiden Wasserstoffatome, die sind da Ja. Winkelanordnung. Ja. Jetzt kommt es zu einer Deformation. Es bildet sich ein positiver Ladungsschwerpunkt und ein negativer. Der negative liegt in der Nähe des Sauerstoffatoms, der positive in diesem Winkel, den Wasserstoffwinkel. Mhm. Mhm. Wir nennen das ja bekanntlich Dipole. Mhm. Das Wassermolekül ist ein starkes Dipolmolekül, Ja. das zugleich keinen pH-Wert hat. Das ist nämlich gar kein Säurewert. Das ist Mhm. chemisch neutral. Mhm. Nun ziehen sich diese Dipole an. Es ist praktisch das primitivste Ligandenfeld, wenn Sie so wollen. Mhm. Das heißt, ein negativer Dipol, der negative Pol, legt sich in den positiven und Mhm. bilden sich ganze Konglomerate. Das vernetzt sich jetzt. Ja. Ja. Dann gibt es wieder Ach diesen so. strengen wiederum Mhm. Pole. Mhm. Das nennen wir Wasserkonglomerate Ja. in der Ja. Ja, Biochemie. normal, ja. Mhm. Das sind Wasserkonglomerate, Ja. das heißt Kombinationen aus vielen, vielen, vielen H2O-Molekülen. Ja. Die Bindung selber Mhm. bedeutet aber Energie. Mhm. Wenn Sie nun das ganze Konglomerat durch thermische Molekularbewegung aufheizen, Mhm. dann verläuft die Dampfdruckkurve ganz anders. Denn zunächst mal wird Energie gebraucht, um die Konglomerate immer kleiner zu machen. Ja. Und erst wenn die ganz klein sind, dann kommt es zur Verdampfung. Mhm. Deswegen liegt der Verdampfungspunkt so hoch. Mhm. Und deshalb, das ist der Grund, weshalb die Wärmekapazität des Wassers so extrem hoch ist. Mhm. Und das ist auch der Grund für die Anomalie bei plus 4 Grad und die Expansion im festen Zustand. Diese ganzen abnormen Eigenschaften des Wassers gehen auf die diese Bildung von verschiedenartiger Wasserkonglomerate Ja. zurück. Nun sind aber die Bindungsenergien trotzdem sehr schwach. Die können Sie ja gar nicht mit chemischen Bindungen vergleichen. Mhm. Die liegt in der Größenordnung der Van der Waalschen Ja. Intermolekularkräfte. Ja. Wenn nun aber übergeordnete Prinzipien im Leben mitwirken, Mhm. ne? Und wir sagen, eine lebendige Struktur ist in Wahrheit primär durch eine solche Struktur in Metroplex-Totalitäten definiert, jenseits von Raum und Zeit und jenseits der quantitativen Algebra, die aber trotzdem als organisierendes Prinzip zurückwirkt. Mhm. Dann kann sich dieses Prinzip auswirken. Bei gleicher Temperatur gibt es viele isomere Formen der Wasserkonglomerate, zu deren Umschichtung keinerlei Energie gebraucht wird. Sie müssen bloß Statistiken verschieben. Dann kann sich dieses lebendige Prinzip bei seiner Wechselbeziehung mit der Materie, zu dieser Komposition, die wir lebender Körper nennen, dann wird sich dieses Prinzip, was eigentlich im Bereich der Metroplex-Totalitäten zu Hause ist, auch abbilden auf die Struktur solcher Wasserkonglomerate. Gut, das wäre jetzt aber reines Wasser. Aber die homöopathischen Dosen eben. Ja, das heißt, kommt. Sie brauchen eigentlich, um die Struktur drauf zu bringen, nur eine ganz kleine Menge. Nehmen Sie irgendeine organische Substanz. Sie nehmen eine ganz kleine Menge dieser Substanz und verdünnen die. Was machen Sie? Sie nehmen immer mehr Substanz raus. Aber das Formprinzip könnte, ich kann jetzt jedenfalls theoretisch so denken, sofern das überhaupt stimmt, was die Homöopathen sagen. Aber wenn es stimmt, dann wäre es so, dass sie immer mehr von dem materiellen Träger wegnehmen. Das Formprinzip bleibt aber, sodass sie jetzt nachher reines Wasser zwar einen Körper kriegen, dessen Wasserkonglomerat, deswegen sagte ich, Wasser ist nicht gleich H2O, Ja. in seinen Isomeren durch eben
diese Transkräfte, die nur natürlich, wenn sie es in den Körper kriegen, auf den Körper wiederum wirken. Denn der Körper kriegt ja jetzt bestimmt vorpräparierte Wasserkonglomerate, die er aufgrund der niedrigen Temperatur von eben 37 Grad auch nicht aufarbeiten kann. Ja. Hin ist die homöopathische Dose, wenn sie das Wasser kochen. Ja, ja. Ja, das Ach geht so, nicht. ja. Ich könnte mir das Ja, nicht mal das ist- vorstellen, wenn man ein mhm. Experiment macht. Die ganze Sache nützt nichts mehr, wenn das Wasser gekocht wird. Und das sieht man mal, jeder Stoff hat eine eigene Art, eine typische Kristallform. Ja. Bei Wasser scheint es anders zu sein, wenn es von Lebewesen verdunstet wird. Dann bilden sich plötzlich bestimmte Pflanzen in Form von Eisblumen ab, die sie botanisch sogar eingruppieren können. Das ist Strindberg übrigens auch. Ja, 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 ja. Der hat darüber was geschrieben, ja. Ich bin davon sogar überzeugt, dass man einfaches Kondenswasser aus dem Atem eines Menschen benutzen kann, wenn man es gefrieren lässt und also mikroskopieren, dann könnte man den Bau der Kristalle zur Diagnostik mit benutzen. Ich könnte mir das durchaus vorstellen. Wir sehen, Ja. wenn man die Sache beherrscht, dann kann so eine Frage kommen. Ja, 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 ja. Schade, ich müsste bei solchen Sachen dabei sein. Was der Junge wohl gesagt hätte, wenn man dem diesen ganzen Kram klar macht, und zwar in einer Sprechweise, die der sofort versteht, Ja, das ist die auch Physiker. die anderen Physiker verstehen. Mensch, Moment, Wasser kann ja gar nicht H2O sein, deshalb eben der hohe Siedepunkt, deshalb die Anomalien, weil das die Polkräfte sind, die hier wirken und die können ganz leicht umgruppiert werden. Ja. Ich meine, das Ja, ja, ja. machen diese Dinge nicht. Bloß drauf kommt man nicht aus der Chemie, das können sie gar nicht. Nee. Das muss über diesen Umweg gehen, obwohl es ein Physiker haben.